Damit deine Nachwuchsabteilung im Football Manager auch so großartige Talente wie mein Ivan Ostoj oder meinen aktuellen Liebling Diego Pisano hervorbringt, verrate ich dir in diesem Video alles, was ich über Jugendarbeit im FM weiß. Wir werden also über Einrichtungen reden, über Mitarbeiter wie den Jugendabteilungsleiter, über Training, über Spielpraxis, über Persönlichkeit und auch darüber, ob es sinnvoll ist, die Jungs zu verleihen oder ob man sie selbst ausbilden sollte. Mein Name ist Terry und ich spiele den Football Manager seit 2006 und in dieser Zeit habe ich nicht nur über 12.000 Spielstunden in dieser Serie versenkt, sondern auch viele Mannschaften entwickelt, die eins gemeinsam haben, die sind mit der Zeit immer jünger geworden. Und ja, ich liebe es einfach, den Nachwuchs zu fördern und mit meinen eigenen Jungs im FM Erfolge zu feiern. Und genauso gerne teile ich meine Erfahrungen, Tipps und Tricks aus dem FM mit euch auf diesem Kanal. Wenn du also im Football Manager besser werden willst, lass gerne ein Abo da. Vielen Dank. Jetzt optimieren wir aber erstmal gemeinsam deine Jugendarbeit und starten damit auf dem Vereinsgelände. Einrichtungen. Wenn du die besten Jugendspieler haben willst, brauchst du natürlich auch die bestmöglichen Einrichtungen und davon gibt es im FM 4 Stück. Da haben wir einmal das Jugendtraining, die Nachwuchsrekrutierung, die Jugendeinrichtungen und die Trainingseinrichtungen. Wichtig ist, die ersten 3 beeinflussen deine Jugendspieler, bevor sie am Tag des Youth Intakes, also der Aufnahme neuer Jugendspieler, in deiner sichtbaren Jugendmannschaft auftauchen. Also das heißt, je besser die 3 Einrichtungen sind, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass deine Jugendspieler mit hohem Potenzial und höherer Fähigkeit generiert werden. Und die Nachwuchsrekrutierung bestimmt zudem, wie früh dein Youth Intake stattfindet. Je höher, desto früher. Sobald die Jungs dann in deiner sichtbaren Jugendmannschaft aufgetaucht sind, also nach dem Youth Intake, bestimmt die Qualität der Trainingseinrichtungen ihre Entwicklung. Also von besseren Trainingseinrichtungen profitieren nicht nur die Profis, sondern eben auch deine U18, deine U19, deine zweite Mannschaft. Damit deine Einrichtungen immer auf dem bestmöglichen Niveau sind, solltest du regelmäßig beim Vorstand den Ausbau beantragen. Und wenn die Nachwuchsförderung in den Vereinszielen verankert ist, ist die Chance sogar recht groß, dass der Antrag bewilligt wird, sofern natürlich der Verein die nötige Kohle auf dem Konto hat. Unabhängig davon kannst du aber noch was Zweites tun. Wenn du selbst auf die Jugend setzt und die Jungs aus der Akademie immer wieder in der ersten Mannschaft einbaust, wird dein Verein auch für andere Nachwuchstalente attraktiver und du profitierst im Prinzip von einem selbstverstärkenden Effekt. Also desto höher die Durchlässigkeit, desto besser werden die Jugendspieler und je besser deine Jugendspieler werden, die du bekommst, desto schneller kannst du sie spielen lassen. Das ist ein bisschen wie in der Vergangenheit bei Borussia Dortmund. Erst haben sie Sancho und Dembélé und so weiter groß rausgebracht und dann kamen Haaland und Bellingham, weil sie wussten, das ist das optimale Sprungbrett für uns. Und so ist es im Kleinen eben im FM mit den normalen Jugendspielern auch. Also, Einsatzzeiten entscheiden. Wann genau Einsätze für deine Jugendspieler in der ersten Mannschaft hilfreich sind, das klären wir nachher noch genauer. Mitarbeiter. Zunächst aber brauchen wir kompetentes Personal, das die Vereinseinrichtung mit Leben erfüllt. Deine Mitarbeiter. Für die Nachwuchsarbeit ist der Jugendabteilungsleiter der wichtigste Posten. Auf den gehen wir deshalb gleich nochmal ein bisschen gesondert ein. Generell solltest du die Trainerposition bestmöglich besetzen und auch in der Jugend für medizinisches Personal sorgen, damit die Entwicklung der Jugendspieler nicht durch unnötige Verletzungen und Ausfallzeiten ausgebremst wird. Bei den Jugendtrainern stehen die Trainingsattribute natürlich im Vordergrund, also abhängig von der Trainingskategorie, in der du sie einsetzen willst. Und außerdem sollten sie noch einen hohen Wert in Nachwuchsarbeit mitbringen. Dasselbe gilt für Mitarbeiter der ersten Mannschaft, wenn sie in der U18 eingesetzt werden, was zum Beispiel für Torwart- und Athletiktrainer gilt. Oder wenn du generell in der ersten Mannschaft viele Teenager hast, dann wäre es cool, wenn auch der Staff der ersten Mannschaft mit denen klarkäme. Hilfreich sind außerdem gute Persönlichkeiten, auf die wir später noch genauer eingehen, und gute Werte im Einschätzen von Potenzial, weil das auch auf die Qualität der Jugendspieler einzahlt, die dann zum Verein stoßen. Nun kommen wir zum Chef, dem Jugendabteilungsleiter. Für ihn gilt im Prinzip dasselbe wie für die normalen Mitarbeiter, nur dass sein Einfluss doppelt so hoch ist. Erstmal sind seine hervorgehobenen Attribute wichtig, also Potenzial und Fähigkeiten beurteilen und die Nachwuchsarbeit und außerdem seine Persönlichkeit, und da willst du etwas möglichst Professionelles haben. Zum Thema Persönlichkeit habe ich auch mal ein eigenes Video gemacht, was jetzt oben verlinkt ist und auch unten in der Beschreibung. Darüber hinaus sind aber noch andere Eigenschaften interessant. Zum einen die Trainerattribute, weil der Jugendabteilungsleiter auch eine Trainingskategorie leiten kann. Und zum anderen die bevorzugte Formation, die ihr hier unten findet. Sie bestimmt nämlich mit, wie sich die Positionen deiner neuen Jugendspieler verteilen. Also wenn dein Jugendabteilungsleiter gerne 3-5-2 spielt, du für dein 4-2-3-1 aber Außenverteidiger, offensive Außen und dafür weniger Stürmer brauchst,
könnte das ungünstig sein. Auch wenn du die Jugendspieler natürlich auch umlernen kannst, aber besser, sie sind natural auf der Position, auf der du sie brauchst. Für meine Austria ist Pablo Thiam hier also ein guter Mann. Sein Vorgänger sah nochmal deutlich schlechter aus, der hat aber auch 3 goldene Generationen geliefert. Insofern vergesst nicht, der Jugendabteilungsleiter ist auch nur ein Puzzleteil und mach dich nicht verrückt, wenn du an irgendeiner Stelle Kompromisse eingehen musst. So ist das immer. Mit den optimalen Einrichtungen und den besten Mitarbeitern kann jetzt beim Youth Tech nichts mehr schiefgehen. Ja, schön wär's. Wie im echten Leben gehört auch hier eine große Portion Glück dazu. Also ein Lionel Messi oder auch nur ein Thomas Müller, die gibt es halt nun mal nicht jede Dekade bei einem Verein. Wenn die neuen Jugendspieler dann da sind, bekommen bei mir normalerweise alle mit einem Talent von 3 Sternen aufwärts einen Vertrag. Ist ein bisschen abhängig vom Verein. Also bei kleinen Vereinen, die sich noch entwickeln werden, liegt die Grenze eher bei 4 Sternen, weil der Verein sich dann normalerweise schneller entwickelt, als die Jugendspieler es tun würden. Und bei extrem großen Weltvereinen nehme ich auch 2,5 Sterne Talente mit, weil das, wenn die sich ausentwickeln, auch schon Spieler sind, die auf internationalem Topniveau agieren können und dementsprechend auch für große Summen verkauft werden können, wenn sie nicht ein Rotationsspieler werden. Ansonsten behalte ich auch gerne Spieler, die etwas weniger Talent, aber dafür eine herausragende Persönlichkeit haben, in der Hoffnung, dass das ein bisschen auf die Mitspieler abfärbt. Welche Persönlichkeiten ich da gerne habe, darauf gehen wir gleich noch etwas genauer ein. Neben dem Vertrag bekommen die Jugendspieler von mir dann auch gleich realistische Bilder verpasst, damit sie sich optisch nahtlos in die Spielwelt einfügen. Das ist für die Immersion einfach ein Granatending. Wenn du die Mod auch haben willst, da habe ich ein Video zu gemacht, das findest du hier. Aber bitte beachte, es gibt mittlerweile eine neue Version davon. Das ist dann in dem angepinnten Kommentar unter dem Video verlinkt, damit du dann direkt up-to-date bist. Viel Talent und gutes Aussehen alleine reicht leider nicht. Die Spieler müssen natürlich auch hart arbeiten, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen. Und darum kümmern wir uns jetzt. Spielerentwicklung. Sobald die Jugendspieler ihren Vertrag unterschrieben haben, stelle ich als nächstes ihr individuelles Training ein und das ist wirklich wichtig, weil du damit beeinflussen kannst, in welche Richtung sich deine Spieler entwickeln. Auch dazu habe ich ein Video auf dem Kanal, da gehe ich mit Junukas ein paar konkrete Beispiele durch. Das ist ganz interessant, weil man auch sieht, dass es unterschiedliche Ansätze bei dem Thema geben kann. Wenn die Attribute eines Spielers nicht zu seiner Position oder der Taktik passen, schule ich ihn auch direkt auf eine neue Position um. Das geht auch direkt hier im individuellen Training. Da wähle ich dann einfach die neue Rolle aus, die ich gerne haben will, und stelle die ein. An der Stelle noch 2 kleine Tipps. Zum einen findest du deine Jugendmannschaft ja hier normalerweise im Leistungszentrum. Wenn du allerdings eine Aufgabe mindestens übernimmst in deinen Teams, das gilt auch für die zweite Mannschaft, dann taucht das Icon hier links in der Symbolleiste auf und du kannst das dann hier zum Beispiel unter deine erste Mannschaft ziehen, wenn du das möchtest. Also bei mir ist das zum Beispiel immer das individuelle Training, das mache ich selber und dann habe ich hier auch direkt Zugriff auf meine U18. Außerdem kannst du unter Mitarbeiterverantwortlichkeiten Training hier und hier einen Haken setzen, um auch Trainingsberichte von deiner zweiten und von deiner Jugendmannschaft zu bekommen. Damit hast du die Trainingsperformance deiner Jugendspieler im Blick und kannst denen dann auch direkt im Einzelgespräch Feedback geben, wenn es besonders gut oder besonders schlecht laufen sollte. Das Mannschaftstraining überlasse ich persönlich meistens dem Trainer der U18, der wird ja auch für irgendwas bezahlt. Du kannst dann natürlich, wenn du Freude dran hast, aber natürlich auch deine eigenen Trainingspläne austüfteln. Ja, und dann sollen die Jugendspieler sich erstmal in Ruhe entwickeln. Aber wie? Wo? U18, zweite Mannschaft, erste Mannschaft, Laie. Wichtig zu wissen ist an der Stelle, bis einschließlich 17 Jahre ist Training wichtiger als Spiele. Also eine Laie in dem Alter macht fast nie Sinn. Ab dann, also ab 18, benötigen Spieler vor allem Einsatzzeiten, um freies Potenzial in höhere Attribute ummünzen zu können. Das Training an sich steuert dann nur, in welche Attribute diese freien Attributspunkte dann fließen sozusagen. Mangelnde Spielpraxis ist deshalb so ein rotes Stoppschild für die Entwicklung deiner Jugendspieler. Und deshalb ist die Frage, wie sorgen wir für ausreichend Spielpraxis? Zum einen sollten sie natürlich in der Jugend ausreichend Spiele bekommen, weshalb so große Jugendkader auch etwas kontraproduktiv sind. Und bei Talenten, die schon an der Tür zur ersten Mannschaft klopfen, wird es jedoch ein bisschen schwieriger, weil zum einen, wenn du sie hochziehst, dann werden sie vielleicht nicht mehr so viel spielen. Und klar kannst du sie dann für die Jugend verfügbar machen, aber dann fehlt ihnen wiederum ein ganzer Trainingstag pro Woche. Schwierig. Also vielleicht doch verleihen? Es gibt im Football Manager auch hier nicht den einen Königsweg. Du kannst beide Wege gehen. Ich gebe dir einfach ein paar Kriterien mit, an denen ich persönlich mich orientiere. Wenn der Spieler schon regelmäßig Einsätze in der ersten Mannschaft bekommen könnte,
würde ich ihn immer lieber hochziehen und dann in der ersten Mannschaft ins Training einbauen, ins Mentoring einbauen und immer mal wieder von der Bank bringen. Es gibt immer wieder Gelegenheiten, gerade jetzt, wo wir 5-mal wechseln dürfen, einen jungen Spieler nach einer Führung von der Bank zu bringen oder auch mal in einem Pokalspiel von Beginn an spielen zu lassen. Und vielleicht performt er ja so gut, dass man ihm auch mal in einem etwas wichtigeren Spiel Einsatzzeiten geben kann. Wenn der Spieler noch nicht ganz so weit ist, würde ich ihn normalerweise verleihen und der Leihverein muss dabei dringend 3 Kriterien erfüllen. Zum einen will ich, dass der Spieler da mindestens Stammspieler ist. Dann sollte der Verein einigermaßen gute Trainingseinrichtungen haben und im Zweifel sollte man die Option besitzen, die Leihe abbrechen zu können. Das Coole ist, du kannst die Standardbedingungen für eine Leihe schon festlegen und zwar geht das auch hier unter den Mitarbeiterverantwortlichkeiten. Dann Transfers und Verträge und dann bei Via Transfer Room anbieten. Da kannst du die Bedingungen für eine Leihe festlegen. Also hier soll Stammspieler sein, Liga ist mir egal, Einrichtungen sollen mindestens durchschnittlich sein und Gehaltsanteil ja, nein, mir egal. Und die Einstellung hier kannst du dann auch für deine zweite und für deine Jugendmannschaft übernehmen, wenn du das haben möchtest. Und dann sind die Bedingungen für alle Spieler, die du zur Leihe zur Verfügung stellst, schon mal grundsätzlich klar. Übrigens, weil die Frage auch öfter kommt, auch Leihen in nicht spielbare Ligen sind hilfreich. Auch wenn du die einzelnen Spiele dann nicht siehst, berechnet der FM das im Hintergrund und damit auch den positiven Effekt der Spielpraxis auf die Spieler. Wie alles hat auch eine Leihe Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist dann natürlich, dass man keinen direkten Einfluss mehr auf die Entwicklung des Spielers hat. Also nicht das Training steuern kann, nicht das Mentoring steuern kann. Das wird im Normalfall aber von der Entwicklung durch die Spielpraxis aufgewogen. Dennoch ist es immer Abwägungssache und es gibt nicht den perfekten Weg. Daher entscheide das immer so, wie es für dich in den konkreten Situationen für den konkreten Spieler am besten erscheint. Persönlichkeit. Der wichtigste Faktor für die Spielentwicklung ist gleichzeitig der, auf den du am wenigsten Einfluss hast, nämlich die Persönlichkeit des Spielers. Ein bisschen Einfluss hast du, da gehen wir auch gleich drauf ein. Grundsätzlich gilt, je professioneller ein Spieler ist, desto schneller erreicht er seinen Peak, desto länger hält er seinen Peak und desto langsamer baut er auch am Ende ab. Also kurz, für eine lange Karriere ist Professionalität das Einzige, was zählt. Woran erkennst du, wie professionell ein Spieler ist? Im Profil findest du die Persönlichkeit und das ist der einzige Hinweis darauf. Die Persönlichkeiten mit der höchsten Professionalität sind Modellbürger, Musterprofi, professionell, Perfektionist, relativ professionell, konsequent und energisch. Heißt das, dass alle anderen Persönlichkeiten schlecht sind? Nein. Auf fm2erkette.de findest du eine Tabelle mit allen Persönlichkeiten im Football Manager und was sie bedeuten. Und über den Suchschlitz kannst du auch schnell zu einer bestimmten Persönlichkeit springen und siehst dann genau, was das bedeutet. Also in dem Fall willensstark, 20 Druck, 15 bis 17 Zielstrebigkeit, irgendwas unter 18 Professionalität. Also grundsätzlich cool, weil druckresistent, aber man weiß nicht genau, wie professionell der Spieler ist. Die Persönlichkeit, also gerade von jungen Spielern, verändert sich auch im Laufe der Zeit und das kannst du ein bisschen beeinflussen. Zum einen orientiert sich der Spieler an seinen Mitspielern, also spielt er in einer sehr zielstrebigen Mannschaft, dann wird er auch seine Zielstrebigkeit mit der Zeit in die Richtung anpassen oder sie eben verschlechtern, wenn er in einer komplett unentschlossenen Thekentruppe spielt. Über das Mentoring kannst du außerdem Spieler miteinander arbeiten lassen, sodass zum Beispiel dein Kapitän deinen Jungspunde anführt und seine Erfahrung, seine Persönlichkeit an sie weitergibt. Das ist aber ein komplettes Thema für sich. Da habe ich ein Video dazu gemacht, was die Details von dieser Mentoring-Funktion genau erklärt, wie Mentoring-Gruppen funktionieren. Das Video verlinke ich hier ganz am Ende. Ich habe dir jetzt erstmal alles verraten, was ich zum Thema Jugendarbeit im Football Manager weiß. Und wenn du die Tipps berücksichtigst, steht einer erfolgreichen Jugendarbeit nichts mehr im Wege. Allerdings nicht vergessen, auch mit optimalen Einrichtungen, Top-Mitarbeitern bleibt jede Aufnahme neuer Jugendspieler immer auch ein Stück weit Lotterie. Also nicht verzagen. Ich drücke aber euch die Daumen. Jetzt geht's mit Mentoring weiter. Ciao!